Hi, ich bin Friedi und in 5 Wochen ist der errechnete Geburtstermin von unserem Baby. Ich dachte mir, ich muss diese 5 Wochen nochmal so gut es geht nutzen und ich will diese Zeit nicht vergeuden, ich will sie genießen. Und eine Idee war es, dass ich mir gewisse Gewohnheiten überlege, die ich gerne hätte und die jetzt nach und nach immer mehr zu implementieren und die ich dann vielleicht idealerweise, wenn das Baby da ist, beibehalten kann und schon mal so eine kleine Routine hier und da habe und bewusst mir Zeit für bestimmte Dinge einplane, die mir wichtig sind. Ich weiß nicht, wie realistisch dieses Ziel ist, gerade weil man natürlich, ich weiß überhaupt nicht, wie es sein wird mit Baby. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich fühlen werde, wie viel Energie ich haben werde, ob mir die Sachen, die mir jetzt gerade wichtig sind, dann auch noch wichtig sind. Aber ich kann jetzt einfach mal einen Anfang machen. Vielleicht ist es sehr spannend für euch zu beobachten, ob mir das gelingt oder nicht. Mir machen Routinen, Produktivität und ein Tag, an dem ich Sachen erledigt habe, die ich gerne mache und mit Leidenschaft mache und in denen ich gut bin, aber auch die Dinge zu erledigen, die einfach erledigt werden müssen. Mir macht das unglaublich viel Spaß und ich weiß, dass beim Thema Vorsätze alle schon so eine negative Assoziation mit haben. Für mich ist das ja einfach das meiste aus meinem Leben rauszuholen, irgendwie das, was mir gut tut und das, was mir Freude bringt. Ich weiß aber, dass das natürlich nach hinten losgehen kann. Ich denke, wenn man perfektionistisch veranlagt ist, ist es sehr schwierig, damit einen gesunden Umgang zu finden, ohne dass es eben in so ein zwanghaftes Verhalten fällt. Ich bin jedenfalls keine Perfektionistin und ich weiß, dass mir nicht alles gelingen wird, was ich mir vornehme, aber das ist nicht so schlimm. Also ich versuche mir einfach das meiste mitzunehmen, weil mir eben durch den Vollzeitjob, den ich vorher hatte, natürlich jetzt auch eine gewisse Routine oder so ein Rahmen fehlt, den ich mir gerne so ein Stück weit selber schaffen würde. Ich habe mir mal so ein paar Bereiche aufgeschrieben, in denen ich so ein bisschen Routine brauche oder fest eingeplante Zeiten für brauche, weil sie sonst vielleicht zu kurz kommen. Und die sind jetzt nicht irgendwie nach Wichtigkeit geordnet, aber ich habe mir aufgeschrieben, Musik, kreative Zeit, Bewegung, meine Ehe, Freundschaften und Beziehungen, mein spirituelles Leben, Ordnung, also so haushaltsmäßig, Finanzen und alles andere Wichtige, was so das Leben mit sich bringt und erledigt werden muss. Vielleicht fange ich erstmal an, was mir vielleicht schon leicht fällt. Und zwar habe ich, denke ich, schon eine ganz gute Routine mit Sport gefunden. Ich habe 3 Tage in der Woche, wo ich morgens meine YouTube-Workouts mache. Auch jetzt während der Schwangerschaft hat das voll gut geklappt, wofür ich mega dankbar bin, dass ich gesundheitlich in der Lage bin, das zu machen. Ich weiß nicht, ob das dementsprechend einen zu hohen Stellenwert vielleicht für mich hat, dass das immer so gut klappt, aber ich glaube, es liegt daran, weil ich es immer gerne als erstes morgens mache, bevor ich irgendwas anderes mache. Danach kann ich duschen, dann gemütlich frühstücken und danach folgt oft eigentlich meine spirituelle Zeit. Was mir auch schon immer einfach unglaublich wichtig ist, sind Sonntage wirklich als Ruhetage zu genießen. Bis Samstagabend noch reinpacken in die Woche, was geht und dann Sonntag einfach loslassen und oft ist dann Sonntag mein kreativer Tag, den ich zum Nähen nutzen kann oder zum Malen, zum Lesen, wo ich nämlich sonst auch eigentlich nie dazu komme. Und naja, vielleicht sollte ich Lesen noch zu meiner Liste hinzufügen. Ich kann es allen nur ans Herz legen, den Sonntag sich freizunehmen. Ich glaube, dass wir als Mensch dafür auch einfach biologisch sind. Es ist schon so vorhergesehen fast schon, dass wir diesen Ruhetag brauchen. Ja, und ich finde es einfach ein geiles Gefühl, so einfach so einen Break zu haben und dann wieder neu anzufangen danach. Es muss ja auch nicht der Sonntag sein. Weil ich sonst mit meinen To-Do-Listen, wenn ich mir nicht so einen Tag so ein bisschen auch verbieten würde, an bestimmten Sachen zu arbeiten, dann würde da, glaube ich, nur noch komplettes Chaos herrschen in meinem Kopf. Was mir sehr schwer fällt, sind, aber was vielleicht vielen in unserer Generation so geht, sind einfach sich Zeiten zu nehmen, wo man liest, wo man wirklich sich nur auf eine Sache konzentriert,
wenn ich dann mal die Zeit dazu finde, dann ist es oft an einem Sonntag oder an einem Samstagmorgen. Womit ich am meisten struggle, ist, dass ich mir oft vielleicht erstens zu viel vornehme an einem Tag. Das heißt, Fokussierung wäre hier sehr hilfreich. Und dann braucht meine Morgenroutine oft nämlich so lange, dass dann fast schon immer der ganze Vormittag vorbei ist und ich noch zu gar nichts gekommen bin. Und die einzige Lösung dafür wäre wahrscheinlich, wenn ich einfach früher anfangen würde. Das fällt mir aber sehr schwer. Dann müsste ich nämlich auch früher ins Bett gehen und abends ist oft meine Kreativzeit, die ich natürlich sehr genieße und dann wird es auch manchmal später und dann ist man irgendwie in so einem Teufelskreis. Ich denke, dass mir da vielleicht auch das Baby dann einen festeren Rhythmus zulegen wird, zwangsweise, wenn das schon früher wach ist als ich, dann vielleicht löst sich ja dann dieses Problem dadurch. Was mir jetzt in der letzten Woche aufgefallen ist, wie unglaublich viel Zeit es frisst bei mir, die ich damit verbringe, im Internet Sachen zu recherchieren oder zu shoppen. Also wir haben gerade einfach viele Anschaffungen, die wir tätigen wollen. Es ist so krass, wie viel Zeit man da verbringen kann. Keine Ahnung, nach der perfekten Bettwäsche zu suchen oder so. Und verschiedene Marken zu finden und zu vergleichen oder Babytragen. Oh Mann. Ich habe so viel Zeit verbracht damit, mir verschiedene Babytragen anzuschauen. Das habe ich oft mir nicht als Aufgabe in meinem Tag eingeplant und dann war ich geschockt, dass auf einmal mein ganzer Vormittag schon rum ist und ich habe gefühlt noch nichts von meiner To-Do-Liste erledigt. Und dabei ist es eben für Recherche draufgegangen, die ich halt einfach nur unterschätzt habe. Aber das ist vielleicht auch mein Problem. Ich kaufe nichts spontan. Ich kaufe sehr geplant und durchdacht und überlege 10-mal, ob ich es brauche und in welcher Farbe ich es haben möchte und so. Ich bin ein kreativer Mensch und habe bisher in einem kreativen Beruf gearbeitet. Und zwar habe ich Modedesign studiert und als Modedesign-Assistentin die letzten 2 Jahre gearbeitet. Und ich habe verschiedene Projekte in Hinsicht auf Modedesign, die ich gerne angehen würde oder weiterspinnen würde. Und dafür brauche ich viel Freiraum eigentlich, in dem ich auch längere Zeiten am Stück mal an einem Projekt sitzen kann, ohne Unterbrechung. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich vielleicht die Vormittage nach meiner Sportroutine und nach meiner Zeit mit Gott dann für die nervigen Sachen hernehme, die erledigt werden müssen, so organisatorisches und Computerkram, E-Mails und was auch immer und dann nachmittags, abends eben Zeit für eher die kreativeren Dinge ist oder auch für Beziehungen und so weiter. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil oft muss man auch in so kreative Prozesse erstmal so ein bisschen reinkommen, in so einen Flow kommen und irgendwie finde ich, abends habe ich da mehr die Muße dazu auch oft. Was ich im Bereich Sport noch mehr implementieren möchte, ist gerade jetzt auch in Vorbereitung auf die Geburt. Ich mache gerne so Workouts, die so ein bisschen fordernder sind mit Gewichten und Cardio oder wie auch immer. Was mir manchmal schwerfällt, sind so dann noch das Stretching wirklich ausgiebig und gründlich zu machen und auch Atemübungen vorbereiten für die Geburt zu machen. Da würde ich mir vielleicht eher vornehmen, das dann an den Tagen, an denen ich nicht fest Sport eingeplant habe, mein Stretching und Geburtsvorbereitungsroutine einzubauen, mit der Hoffnung, dass mir das bei der Geburt viel helfen wird, dass man auch nicht komplett versteift, dass man eben gut gedehnt ist und die Kraft hat, verschiedene Positionen auch auszuhalten und so weiter. Deswegen ist mir Sport und Bewegung generell sehr wichtig in der Schwangerschaft. Was wirklich während meiner Zeit mit einem Vollzeitjob sehr schwierig war nach meiner Sportroutine. Da ist dann oft meine Zeit mit Gott wirklich weggefallen oder ich hatte dann auch nicht die Ruhe dazu. Das war oft das Problem. Das ist natürlich jetzt der Vorteil ohne Job, dass das nicht zu kurz kommen kann. Aber wenn ich dazu komme, dann ist es meistens, ich lese einfach irgendwas, was mich gerade interessiert oder was meine Aufmerksamkeit irgendwie aus dem Grund bekommen hat. Und einfach hinzuhören, so gibt es was Gott gerade persönlich zu mir durch diesen Text sagen möchte. Nicht da eine riesige theologische Auslegung zu machen, sondern ja wirklich das ganz persönlich zu nehmen und auf sich wirken zu lassen. Und dafür braucht man aber natürlich auch schon mal so ein bisschen ein offenes Mindspace und so eine Ruhe und nicht abgelenkt sein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit Kind dann eben auch nicht so eine lange Zeit am Stück hat, sondern eher nur so kleine Häppchen Zeit
alleine im Tag verteilt, die man dann gut effektiv nutzen muss. Dass ich mir das dann irgendwie stücke und aufteile, das muss ich sehen. Oder ob ich vielleicht Bibel lesen kann, während ich stille oder irgendwas. Wer weiß. In letzter Zeit hat es mir geholfen, manchmal auf die YouVersion-App zu gehen und dort so ein geführtes Gebet zu machen, weil Gebet einfach irgendwas ist so ein bisschen etwas, was mir schwerfällt, mir bewusst Zeit für zu nehmen. Fehlt mir oft die Geduld oder einfach auch so die Hingabe, wirklich immer wieder auch für eine bestimmte Angelegenheit oder eine Person oder irgendwas zu beten. Und ich denke mir so, ich habe doch jetzt schon dafür gebetet, dann das reicht doch jetzt, Gott weiß schon. Ja, aber man kann sich da ziemlich cool auch so Gebetsreminder setzen, auch zu bestimmten Themen. Das fand ich da in letzter Zeit ein ganz hilfreiches Tool. Und dann ist es uns auch als Paar noch wichtig, eben auch Zeit mit Gott zu verbringen. Seitdem ich jetzt frei habe, haben wir auch oft, mein Mann arbeitet im Schichtdienst, dann, wenn wir den Vormittag zusammen hatten, dass wir dann beim Frühstücken da zusammen Bibel lesen, was auch echt cool sein kann, mal von einem anderen noch zu hören, was die gerade bewegt. Und also es bringt einen auch als Paar, finde ich, nochmal anders zusammen. Eine Zeit lang hatten wir den Sonntagabend so festgelegt als unsere Zeit, zum einen, wo wir intensiv über unsere Beziehung reden wollten, was ist gerade aktuell, was läuft gut, wo fühle ich mich gerade nicht gesehen oder was wünsche ich mir von meinem Partner mehr, wie kann mir mein Partner in dieser Woche helfen und so weiter. Das war dann unser Team-Meeting und oft haben wir das dann auch mit einem Gebet abgeschlossen, so füreinander. Aktuell habe ich eine To-Do-Liste auf Notion, die mir so ein bisschen hilft, die ich mir dann morgens anschaue, bevor ich mit meinem Tag starte und nochmal kurz notiere, was wirklich nur an diesem Tag wichtig ist und mir das in einen bestimmten Bereich in der To-Do-Liste ziehe, damit ich nicht diesen riesen Batzen an Ideen und To-Dos auf einmal da vor mir liegen habe. Man kann sich ja auch so ein bisschen gegenseitig auf dem Laufenden halten und sich fragen, so was ist dir gerade wichtig, was wolltest du heute erledigen und sich dann vielleicht dabei hilft, das zu priorisieren und nicht zu vergessen, wenn es einem schwerfällt, alleine sich so eine Struktur aufzubauen, wenn man gerade arbeitslos ist oder selbstständig oder Mutter. Ich würde euch gerne auf dem Laufenden halten, wie es läuft mit diesen Gewohnheiten nach ein paar Wochen, wie es mir damit geht, wie sich das so entwickelt dann mit Kind. Dieses Video ist auf jeden Fall nicht dazu gedacht zu sagen so, hey, ich hab's raus, ich habe hier die perfekte Routine. Ich wollte euch auch nochmal mitteilen, was ich mir so für Gedanken gemacht habe. Und vielleicht sind Bereiche, in denen ich struggle, fallen anderen besonders leicht. Und Bereiche, die mir leicht fallen, vielleicht struggelt ihr damit. Und vielleicht kann man sich damit ja gegenseitig bereichern. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. 5 Wochen sind vergangen und Surprise, das Baby ist noch nicht da. Ich bin immer noch sehr schwanger und alle fragen, wo sie bleibt. Aber sie ist jetzt 2 Tage über Termin, also es ist noch voll im Rahmen. Ich bin gerade dabei, dieses Video zu schneiden und habe dabei nochmal mir angehört, was ich mir denn alles vorgenommen hatte und habe so ein bisschen reflektiert, wie jetzt eigentlich diese letzten 5 Wochen gelaufen sind. Und ja, es ist erstaunlich viel eigentlich passiert. Wir hatten auf jeden Fall genug Zeit, die letzten Vorbereitungen fürs Baby zu treffen. Wir konnten die Kliniktasche packen und ich hatte auch noch mal Zeit, ein bisschen was zu nähen. Ein paar praktische Sachen wie einen Schlafsack und einen Bezug für den Autositz und eine Wickeltasche und so weiter. Es gibt noch vieles anderes, was ich für sie nähen möchte, aber ich dachte, es macht vielleicht auch Sinn, das dann zu machen, wenn sie da ist und ich weiß, welche Größe sie überhaupt braucht. In der Zeit habe ich jetzt auch mit YouTube begonnen und diesen Vlog über Paris zu schneiden hat viel Spaß gemacht, aber es war auch sehr zeitaufwendig. Ja, in den ersten Wochen hatte ich sehr viele Termine, die ich mir dorthin gelegt hatte, weil es während der Arbeitszeit, als ich noch gearbeitet habe, einfach nicht so leicht war, die dort reinzulegen und leider war das vielleicht ein bisschen zu viel. Ich war dann nach der Woche krank, weil ich auf einmal so viel hatte und mein Immunsystem während dem letzten Trimester meiner Schwangerschaft war manchmal so ein bisschen instabil
Und ich habe dann gemerkt, sobald ich nicht genug Schlaf hatte oder irgendwas, dann ist es sofort umgekippt. Genau, aber ich bin dankbar, dass ich jetzt nicht krank bin, wenn die Geburt bald losgehen soll. Also alles gut, und ich habe dann auch ein bisschen runtergeschraubt, und solange ich meinen Schlaf bekommen habe, ist auch alles in Ordnung. Und dann habe ich geschaut, dass ich einfach ein bisschen mehr Self-Care mache. Ich war nochmal beim Friseur, was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe, und bin mal alleine in Cafés gegangen und habe einfach gezeichnet und die Zeit verstreichen lassen und war auf Dates mit Tom. Das war jetzt auch nochmal schön als Paar, diese Zeit zu haben. Ich konnte noch meinen Geburtstag feiern, was echt schön war. Das war dann recht spontan, haben wir einen Brunch gemacht. Und dann habe ich mich natürlich auf die Geburt vorbereitet. Da mache ich aber vielleicht nochmal ein extra Video dazu, was ich da gemacht habe, um meinen Körper und mich auch mental vorzubereiten auf das, was kommt. Was mir jetzt erst gestern aufgefallen ist, ist, dass eigentlich so eine Art Durchbruch passiert ist in meiner Beziehung mit Gott, weil ich in den letzten Monaten vor meinem Mutterschutz oft frustriert war, weil ich das Gefühl hatte, ich nehme mir gar nichts mehr mit aus meiner Zeit mit Gott, also aus meinem Bibellesen und Gebetszeiten, wo ich eigentlich versuche, so aktiv irgendwas von ihm zu hören. Und ich glaube, es war einfach, weil mit den ganzen Vorbereitungen fürs Baby und das neben dem Job, den ich noch hatte, mein Kopf einfach viel zu voll war. Und ich hatte die ganze Zeit nur Shoppinglisten im Kopf, was ich noch alles brauche. Und ja, ich meine, ich werde nie wieder so eine Zeit wie diese jetzt haben. Und ich wünsche mir natürlich, dass auch in den stressigen Zeiten meines Lebens, dass er zu mir sprechen kann oder ich in der Lage bin, von ihm zu hören. Aber das hat jetzt richtig gut getan, so, yes, der Heilige Geist ist aktiv und er spricht und hat mir jetzt auch Ermutigung geschenkt in den letzten Wochen für die Geburt. Und ja, es war so erfrischend jetzt. Also von dem her war diese Zeit echt gut, so Schritt für Schritt immer weniger zu haben und immer mehr Ruhe zu haben, um mal wieder meinen Kopf frei zu bekommen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass diese To-Do-Liste, die ewig lange auf Notion, die ich mir da gemacht hatte, beziehungsweise teilweise waren es ja nicht mal wichtige To-Dos, sondern Wünsche an Sachen, die ich gerne machen würde, ja, dass die vielleicht so ein bisschen auch im Widerspruch zu meinem Wunsch steht, dass das Baby ja gerne vor dem errechneten Termin kommen soll. Also so, Baby soll in der Woche kommen, aber davor noch schnell das und das und das erledigen. Passt nicht so ganz zusammen. Ich habe gemerkt, ich muss es irgendwie auch so ein Stück weit loslassen und Raum geben, dass passieren darf, was passieren möchte. Und das war gar nicht so leicht. Es ist eher so von Tag zu Tag zu sehen, was ich heute noch schaffe, schaffe ich heute noch. Und dann schaue ich morgen wieder, wie es weitergeht. Und mein Leben ist auch nicht komplett vorbei, wenn das Baby da ist. Vor etwa 2 Wochen kam dann echt so ein bisschen neues Gefühl in mir auf, wo ich gemerkt habe, jetzt irgendwas kommt jetzt gerade in Gang und ich muss das zulassen und dem nicht im Weg stehen selber. Dann habe ich irgendwann gemerkt, so, der Termin, der kommt ja immer näher und näher, und das hat mich dann auch wieder gestresst, und da war dann das nächste Learning, auch hier so, das Baby kommt, wann es kommt, und ich muss jeden Tag so hinnehmen, wie er ist. Tom hat jetzt auch seit 2 Tagen frei bekommen, gezwungenermaßen. Aber wieso nicht jetzt nochmal auf ein Date gehen und was Schönes unternehmen? Wir werden nie wieder so eine Zeit wie jetzt zusammen haben. Genau, da einfach wirkliches Vertrauen zu lernen, dass Gottes Timing perfekt ist, und das Baby kommt dann, wenn mein Körper wirklich dazu bereit ist, mit dem idealen Gewicht von dem Baby, mit dem es bereit ist, in die Welt zu starten, weil das auch noch so ein Stressfaktor war. So mit jeder Woche nimmt es nochmal 200 Gramm zu, und ich will auch kein 4 Kilo Baby als mein erstes Kind. Einfach das zu vertrauen, mein Körper ist fähig und in der Lage, und es wird wunderschön sein, wenn sie da ist. Und das ist die Hauptsache. Genau, ich melde mich dann wieder, wenn es Neuigkeiten gibt.